for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen hier, mein ganzer Stolz zurzeit, wobei der gerade sogar klein wenig garstig ist. Ein wunderhübscher Albino Mississippi Alligator. Wer ganz viel Geld und ganz viel Platz hat, also in jeder Hinsicht, ne, braucht man da beides, der kann sich sowas holen. Das Tolle ist, dass die wirklich immer, nee, nicht immer, aber fast immer echt anständig sind. Der ist heute klein wenig garstig, hat klein wenig gefaucht beim Rausholen, aber sonst wunderhübsche, tolle Tiere. Wie gesagt, mein ganzer Stolz aktuell, deswegen mein Intro-Tierchen. Ich stehe hier schon im Freien vor dem Auto, das passt eigentlich ganz gut. Zum einen ist heute ein schöner warmer Tag und zum anderen will ich jetzt los. Unser Thema heute sind die einheimischen Kreuzottern. Gibt es im Schwarzwald Kreuzottern? Der Sache wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich habe jemand, der kennt sich da top damit aus. Da fahre ich jetzt hin und nehme euch mit und dann schauen wir, ob wir hier im schönen Schwarzwald Kreuzottern finden können. Wir sind jetzt hier angekommen an unserem Ziel. Hier neben mir seht ihr den Ole Dost. Er ist mein Guide heute sozusagen. Er ist wegen so auf einheimische Schlangen spezialisiert, oder? Unter anderem kann man so sagen, gell? Interessiert mich sehr, ja. Okay. Und er hilft mir dabei, bei der Suche gibt's im Schwarzwald Kreuzottern. Wie gesagt, der Ole kennt sich da ganz gut aus. Und ihr seht hinten dran vielleicht, wie gesagt, wir sind im Nordschwarzwald. Tut mir leid, mehr darf ich und werde ich euch nicht verraten. Hintergrund ist klar, es geht einfach darum, es kann nicht, wenn wir hier den Platz bekannt geben, nicht, dass da Tausende, Zehntausende Reptil-TV-Zuschauer herkommen und Kreuzottern suchen. Das darf man nicht machen und das würde ich auch gar nicht wollen. Ne? Wichtig, die Tiere muss man eigentlich in Ruhe lassen. Jetzt hoffen wir, dass wir Glück haben und gucken wir uns mal hier in der Umgebung um. Ja, ein bisschen Glück werden wir brauchen. Genau, ein bisschen Glück brauchen wir. Gut, dann schauen wir mal. Also der Ole, er nimmt hier das Fernglas zur Hilfe. Er sagt, wir haben so circa 2 Meter Fluchtdistanz oder die Tiere haben vielleicht 2 Meter Fluchtdistanz. Von dem her kann man schon ein bisschen versuchen, von weitem per Fernglas zu suchen. Das Biotop sieht natürlich auch echt klasse aus. Also wenn ich jetzt wollte ich schon Kornotter sagen, wenn ich Kreuzotter wäre, würde ich mich hier auch absolut wohlfühlen. Du sagst, hier hast du schon mal ein Tier gesehen, ja? In dem Bereich, ja genau. Okay, natürlich. Diesen Zwergsträuchern. Okay, sind das Heidelbeeren, gell? Ja. Ja genau, Heidelbeeren. Also der Ole sagt, die Tiere wären unheimlich standorttreu. Wenn sie da mal liegen, dann liegen sie in der Regel das nächste Mal auch noch da. Für uns leider eher schlechte Karten, ne? Wenn das Tier jetzt nicht da lag. Entweder sind wir zu arg hingetrampelt oder das Tier ist nicht mehr da. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich suche mein Leben lang hier in meiner Schwarzwälder Heimat schon nach Kreuzottern und habe noch nie eine gesehen. Ich hoffe, das ändert sich heute. Aber zumindest, wie gesagt, wenn ich mir das Biotop anschaue, weiß ich, dass ich
nicht an den völlig falschen Stellen gesucht habe. Noch ein bisschen weitere Info dazu. Also zum einen, wir sind hier relativ hoch, so knappe 1000 Meter Meereshöhe, ne? 900 vielleicht oder 900 Grad. Es ist jetzt Mitte April. Wir haben das Autothermometer zeigt runde 20 Grad an. Es ist High Noon oder 1 Uhr Nachmittag. Ja, hier an der Stelle haben wir schon mal Pech gehabt. Okay, Nicht zu Hause. die sind hier ausgeflogen. Denkst liegt es vielleicht an der Tageszeit? Es könnte sein, dass wir vielleicht schon zu spät dran sind oder dass sie nicht mehr existiert. Oder ja, letztlich kann man sich nie sicher sein. Das ist immer eine Glückssache. Ja, genau. Aber das war ein relativ sicherer Standort. Und Okay. ich bin nicht jedes Mal fündig geworden, aber meistens. Ja. Gut, ja, zum Glück mehr. Du hast noch 1, 2 Plätze mehr im Wir Petto, können gell? weiterschauen. Können wir weiterschauen. Also dann hoffen wir mal. Ne? Also noch ein letzter Blick auf das tolle Biotop. Schade, wie gesagt, wäre ich Kreuzotter. Ich wäre bestimmt hier zu Hause. Was man relativ viel findet, was nicht schwierig ist, sind Blindschleichen. Hier so ein Blech hochhebt. Guckt mal da, was da ein Blindschleichen drunter sitzt. Und da wir ja keine Blindschleichen wollen, sondern Kreuzottern, scheint da so, dass diese Bleche oder dieses Steiner umdrehen, ne, wie man es schon von anderen Ländern kennt, dass das bei den Kreuzottern gar nicht so aussichtsreich ist. Ne? Also die verstecken sich nicht unter so einem Blech. Drüben ist Nummer 1. Gleiches Spiel. Einmal umdrehen und das ist relativ easy, ne? Wir sind jetzt hier noch an dem anderen Biotop in der Nähe. Ah, hast du gerade irgendwo eine gesehen, ja? Okay. Brauchen die jungen Kreuzottern als Flügelnahrung. Okay. Ah ja, hier sieht man kleine Eidechsen rumrennen. Habe ich hier gerade auch was gesehen. Ja, waren ein paar, genau. Nummer 2 ist ganz offensichtlich auch nicht zu Hause. Wird jetzt hier in dem Bereich sein müssen. Okay, also hier. Direkt in Wir sind hier relativ nah am Parkplatz. Also wir sind hier keine, vielleicht 10 Meter in das Biotop reingelaufen. Und die wird sich wohl immer hier aufhalten, hier um diesen Baumstumpf hier rum. Dann auf zu neuen Plätzen. Schade. Das ist hier nicht anders wie in Afrika. Ne? Ohne Fleiß keinen Preis beziehungsweise eben keine Schlange vor die Linse. Also wir haben jetzt hier ein Stück weiter links das Revier abgesucht, da wo er sich schon öfters gesehen hat. Ole, wenn man jetzt hier rechts sieht es ja, also für mich zumindest vielversprechend aus, dass man die Plätze absuchen. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Die Kreuzotter hat einen ziemlich festen Jahreszyklus. Sie hat stationäre Phasen und sie hat Wanderphasen. Sie bleibt 3 bis 5 Wochen am Winterquartier. Da reifen die Samen bei den Männchen. Die Weibchen halten sich dann nur 2 Wochen lang auf. Und dann wandern die Tiere ab und suchen Balzplätze auf. Also da treffen sich die Tiere. Die Männchen tragen ihre Kommentkämpfe aus. Das heißt, es entscheidet sich, wer an die Mädels ran darf. Dann findet da die Paarung statt. Und dann sind die Männchen eigentlich überall und nirgendwo. Sie gehen auf die Jagd, sie fangen erst in der Phase an zu fressen.
Und die Weibchen fressen auch, aber sobald sie trächtig sind, suchen sie dann Sonnenplätze auf, wo sie in Ruhe ihre Eier ausbrüten können. Sie sind ja ovivivipar, das heißt, die Eier entwickeln sich im Leib der Mutter und da brauchen sie viel Sonne, holen sich jeden Sonnenstrahl, den sie kriegen können. Das ist wiederum stationär, da kann man die trächtigen Weibchen ganz gut finden. Aber die Weibchen werden nur alle 2 bis 3 Jahre trächtig und die Weibchen, die nicht trächtig sind, sind genauso wie die Männer dann überall und irgendwo. Und irgendwann ab September finden sie sich wieder in den Winterquartieren ein und dann kann man sie da wiederum finden. Also wir hoffen jetzt drauf, dass sie noch in den Winterquartieren sind sozusagen. Das wäre ideal, sonst muss man auf den Zufall hoffen, dass man ein wanderndes Tier findet. Die kann man derzeit eigentlich ganz gut finden, aber dann ist man eben auf den Zufall angewiesen, dass sie über den Weg kriechen, weil die Wege dürfen wir nicht verlassen. Okay, ja, und das, da müssen wir Stunden, tagelang müssten wir hier rummarschieren und Glück haben, dass uns eine über den Weg kriecht sozusagen. Genau, aber der standardmäßige Wanderer wird sie bei der Gelegenheit am ehesten sehen. Und dann einfach in Ruhe lassen, das Tier tut einem nichts, bewundern, sich freuen, dass man sowas Seltenes mal gesehen hat. Die Hunde immer schön an der Leine führen, ist ja aber ohnehin Pflicht. Und in Ruhe lassen, ja, genau. Okay, also brauchen wir hier, meinst so viel Glück haben wir nicht, dass wir jetzt hier eine finden, die herumwandert. Du hast gesagt, du hast schon hier geschaut, Winterquartier ist jetzt hier nebendran keines. Also zum einen besser. sollte man die Wege nicht verlassen und zum anderen wäre die Wahrscheinlichkeit, jetzt eine zu finden, eher gering. Okay, dann gehen wir zum nächsten Spot. Genau. Jetzt hat man hier nochmal ein Plätzchen, wo die Chancen ganz gut sind normalerweise. Wo immer ein Weibchen relativ regelmäßig liegt. Direkt an dem Weg dran sogar wieder. Aber das Glück ist uns heute nicht hold. Das Gras ist wahrscheinlich noch nicht hoch genug. Wir starten jetzt hier nochmal einen zweiten Versuch. Nachdem wir jetzt die anderen Biotope auch erfolglos abgegrast haben. Sollten wir jetzt, was ich leider befürchte, wieder erfolglos sein, können wir euch zumindest die Tiere, die hier leben, als Foto einblenden. Der Olle hat die hier genau an den Stellen schon öfters fotografiert und dann werden wir euch jetzt halt einfach die Fotos einblenden. Ne? Also ihr seht das Biotop, ihr seht, wie sie leben, ihr seht, wie man sie suchen kann und wenn man Glück hat, findet. Wenn man Pech hat, halt nicht findet. Und eben hier, um nicht leer auszugehen, beziehungsweise um die Frage zu klären, gibt es im Schwarzwald Kreuzottern. Hier seht ihr sie. Das sind die Tiere, die man hier finden kann, die auch relativ standardtreu sind. Für mich war es ein ganz lehrreicher Kreuzottern-Tag heute. Der Olle hat da echt tolles Wissen drüber und hat mir echt viel erzählt, ne, wenn wir hier so rummarschieren. Also wir sind jetzt 2-3 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Haben wir natürlich Zeit zum Quatschen. Wirklich interessant. Was man leider als Quintessenz sagen muss, dass die Bestände zurückgehen. Olle, du sagst, du bist in so einem Programm, ne, das vom Land Baden-Württemberg ist, wo die Bestände sozusagen, was heißt überwacht oder halt, wie sagt man, festhält, kartiert. Ne, oder Monitoring, man schaut einfach, wie es den Tieren geht und wo sie sind und wie viel es davon gibt. Genau. Okay, und eben deine Quintessenz ist leider ein bisschen, dass die Bestände doch eher gefühlt zurückgehen. Ne? Sie sind definitiv überall in der Artnahme begriffen. Also Zunahme gibt es meines Erachtens nirgendwo. Sind auf jeden Fall sehr labil. Die Kreuzottern sind sensibel. Sie haben hohe Ansprüche ans Mikroklima. Sie sind störungsanfällig. Es gibt Gefährdungen wie eine veränderte Forstwirtschaft, die Zunahme der Wildschweine.
ja, auch manches zweibeinige Wildschwein. Haben wir heute auch einige gesehen, gell? Wobei die sich nicht so schlecht benommen haben, aber ich weiß, was du meinst, genau, da rennen natürlich auch unendlich viele durch den Wald, gell? Ja. Es gibt sie, aber sie zeigen sich nicht immer. Genau. Und die Bilder, wo wir jetzt einblenden, das sind Tiere aus den Biotopen, die wir jetzt hier gesehen haben, ne? Richtig. Ich habe immer wieder mal Glück gehabt und konnte auch Tiere mal gut fotografieren. Und das sind sie. Okay. Tatsächlich, hier unten ist eine. Ich hatte nicht mal die Kamera scharf. Ey, weil ich schon gar nicht mehr dran geglaubt habe. Ich zeige euch nachher gleich, wo sie drunter lag. Hier unter so einem Blech, das ich der Forscher mal umgedreht hat und die Blindschleichen drunter gefunden habe. Und mein Glück ist, dass die Haut, die sucht die ganze Zeit, glaube ich, nach ihrem Versteck. Und war schon, also ich hatte jetzt nicht einmal die Kamera parat. Ja, der Gag ist, dann hatte ich die Kamera falsch eingestellt auf Foto. Dann war die schon im Gras, kam nochmal zurück aus dem hohen Gras an diese Stelle hier. Das ist echt erstaunlich. Und vor allem ist auch erstaunlich, was ich für ein Glückskind bin. Also wenn man so schlecht die Kamera parat hat wie ich, dann hat man es eigentlich nicht anders verdient, wie das Tier weg ist. Aber da war mir das Glück hold. Also hier unter dem Blech war die hübsche. Das Ganze soll einfach unsere einheimische Kreuzotter zeigen. Der Film soll, wenn dann, dazu dienen, dass wir die Biotope, die ganz, ganz wenigen, die wir echt noch haben, dass wir die schützen. Und euch aber auch mal zeigen, wie so ein Biotop aussehen kann, wo Kreuzottern leben. Es ist tatsächlich die erste Kreuzotter in meinem Leben, die ich in freier Wildbahn sehe. Ne? Also ich renne seit 35 Jahren, renne ich mehr oder weniger diesen Tieren hier hinterher. Und heute ist der große Tag X, wo ich eine Kreuzotter in Natura gefunden habe. Unglaublich. Abschließend den Appell und den Aufruf. Also wir haben bewusst, wie gesagt, ja keine Biotope verraten. Ne? Könntest du dir auch absolut nicht erlauben. Also ich denke, du wärst dein Monitoring-Job ganz schnell los, wenn du hier irgendwelche Biotope öffentlich bekannt gibst. Ne? Auch aus eigener Überzeugung hätte ich genau, ja, eben. Und so geht es mir auch. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist absolut okay. Ich glaube, da kann keiner sagen, ach, was soll denn das, lass doch die Kreuzottern in Ruhe. Wie gesagt, wir wollten die Biotope zeigen. Ich glaube, das ist interessant als Terrarianer oder als biologisch interessierter Mensch oder herpetologisch interessierter Mensch. Nicht mehr und nicht weniger. So kann man ein wenig über unsere einheimische Giftschlange ein bisschen was lernen. Bestimmt war das heute so der Fall. Wie gesagt, nochmal ausdrücklich der Aufruf, solltet ihr selber losgehen nach Tieren suchen, lasst sie in Ruhe, langt sie nicht an, macht 2, 3 schöne Fotos und freut euch dran und hoffen wir, dass die Biotope erhalten bleiben, ne? Und das nicht noch schlechter wird, oder? Ja, das ist der große Wunsch für die Zukunft, dass wir hier weiterhin auch in Jahrzehnten noch Kreuzottern haben.